Heute will ich euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über etwas, das ihr jeden Tag benutzt, in eurer Tasche, auf eurem Handy, Geld. Aber bevor wir über Geld sprechen, müssen wir zurückgehen, ganz, ganz weit zurück. Stellt euch eine Welt ohne Läden vor. Stellt euch eine Welt ohne Banken vor. Es gab keine Münzen, kein Papiergeld. Wie haben die Menschen damals bekommen, was sie brauchten? Sie haben etwas benutzt, das man Tauschhandel nennt, also einfach tauschen. Wenn ich einen Korb voller roter Äpfel hätte und du eine warme Decke, könnten wir tauschen. Ich gebe dir meine Äpfel, du gibst mir deine Decke. Klingt easy, oder? Aber stell dir mal das vor, ich habe Äpfel, brauche aber keine Decke, ich brauche neue Schuhe, ich gehe zum Schuster. Ich biete ihm meine Äpfel an, aber er sagt, nee danke, ich will keine Äpfel, ich will Hühner und zack Problem. Ich habe Äpfel, aber die Person, von der ich Hilfe will Hühner. Das war eines der größten Probleme in der antiken Welt. Damit ein Tausch klappt, mussten beide genau das wollen, was der andere hat. Experten nennen das doppelte Übereinstimmung der Bedürfnisse, großer Name für ein ziemlich simples Problem, aber es hat das Leben echt ausgebremst, alles wurde komplizierter. Die Leute haben ewig gebraucht, um die richtige Person zum Tauschen zu finden. Du musstest jemanden finden, der genau das hat, was du willst und gleichzeitig genau das will, was du hast. Denk mal kurz drüber nach, stell dir vor, du willst heute ein Brot kaufen und bietest dafür ein gebrauchtes Buch an, einen hungrigen Bäcker zu finden, der gern liest, das würde dauern und es gab noch ein Problem, Vertrauen. Wie viel ist eine Decke wert? 10 Äpfel, 50? Wer entscheidet das? In kleinen Dörfern kannten sich die Leute, sie haben geteilt, weil sie Nachbarn waren. Wenn du heute jemandem geholfen hast, hast du darauf vertraut, dass er dir morgen hilft, aber als Dörfer zu Städten wurden, kannten sich die Menschen nicht mehr. Fremden konnte man nicht immer vertrauen, man brauchte etwas, das alle als wertvoll akzeptieren, eine Art Brücke zwischen deinen Äpfeln und den Schuhen des Schusters, und genau diese Brücke hat alles verändert, das war der erste Schritt in die Welt, die wir heute kennen. Die Welt wurde größer, die Menschen reisten weiter, sie trafen neue Leute und sie merkten, wir brauchen eine bessere Art zu handeln, etwas Kleines, etwas, das man leicht mitnehmen kann, etwas, das nicht verdirbt wie Äpfel, also fingen sie an, Warengeld zu benutzen. Das heißt, echte Dinge, die jeder haben wollte, in verschiedenen Teilen der Welt, haben die Menschen unterschiedliche Sachen gewählt, in Gegenden am Meer haben viele Muscheln benutzt, das waren sogenannte Kaurischnecken, sie waren schön, stabil und leicht zu zählen. An manchen Orten konnte man mit einer Muschel einen kleinen Fisch kaufen, 100 Muscheln für tausende Jahre lang waren Muscheln eines der beliebtesten Zahlungsmittel der Welt, Menschen in Afrika, Asien und sogar Nordamerika haben sie benutzt. Kannst du dir vorstellen, mit einem Sack Muscheln einkaufen zu gehen? Klingt fast wie ein Traum, oder? Aber Muscheln waren nicht alles, in kalten Regionen haben die Leute Tierfelle benutzt, anderswo große Steine oder sogar Federn. Eines der wichtigsten frühen Gelder war Salz. Heute ist Salz super billig, steht auf jedem Tisch, aber früher war es wie Gold. Es war schwer zu finden und extrem wichtig, um Essen haltbar zu machen. Ohne Salz ist Fleisch schnell verdorben, weil es jeder brauchte, hat es auch jeder als Zahlungsmittel akzeptiert. Wusstest du, dass das Wortgehalt vom Wort Salz kommt? Römische Soldaten wurden manchmal mit Salz bezahlt, das war quasi ihr Lohn, das zeigt, wie wertvoll es war, aber selbst Muscheln und Salz hatten Probleme, Salz kann im Regen verschwinden, Muscheln können zerbrechen. Und wenn du zu viel Salz hattest, war es super schwer zu tragen, die Leute fingen also an, nach etwas Besserem zu suchen, sie wollten etwas, das für immer hält, etwas, das schwer zu finden ist, damit es wertvoll bleibt, also schauten sie in den Boden und sie fanden Metall. Silber und Gold waren perfekt, sie sahen schön aus, sie rosteten nicht und man konnte sie schmelzen und in jede Form bringen, das war der nächste große Schritt in unserer Geschichte, Metall hat die Welt verändert. Am Anfang benutzten die Menschen einfach Stücke aus Gold oder Silber, sie trugen eine Waage mit sich herum, um das Metall zu wiegen, wenn eine Kuh zum Beispiel 10 Gramm Silber kostete, hat man einfach ein Stück abgeschnitten und gewogen, aber das war langsam. Und es war leicht zu betrügen, jemand konnte billiges Metall ins Silber mischen und um zu wissen, ob es echt ist, musstest du ein Experte sein, dann, vor etwa 2700 Jahren, passierte etwas Krasses, es geschah an einem Ort namens Lydien, heute nennen wir dieses Gebiet Türkei.
Die Menschen in Lydien waren clevere Händler, sie wollten den Handel schneller machen, also nahmen sie kleine Metallstücke und gaben ihnen ein festes Gewicht, dann stempelten sie ein Bild darauf, meistens einen Löwen oder einen Stier, dieser Stempel war wie ein Versprechen. Das Versprechen des Königs, dieses Stück Metall, hat genau dieses Gewicht und ist rein, das waren die ersten Münzen. Stell dir mal vor, wie viel einfacher alles wurde, du brauchtest keine Waage mehr, du musstest kein Experte mehr sein. Du musstest nur nach dem Löwen des Königs schauen. Münzen waren eine echte Revolution, klein, rund und praktisch. Du konntest sie einfach in einen Lederbeutel stecken und mit ihnen durch die ganze Welt reisen. Weil Münzen standardisiert waren, wurde der Handel viel schneller, Märkte wuchsen, Städte wurden reicher. Könige konnten ihre Soldaten leichter bezahlen, mit Münzen konntest du ein ganzes Imperium aufbauen, die Griechen haben sie benutzt, die Römer noch viel mehr, das römische Reich wurde durch Münzen zusammengehalten, ein Soldat in London und ein Händler in Ägypten benutzten die gleichen Silbermünzen, es war wie eine gemeinsame Sprache, die Sprache des Wertes, aber je größer die Reiche wurden, desto mehr Geld brauchten die Menschen, tausende schwere Goldmünzen zu tragen, wurde gefährlich und ehrlich gesagt auch einfach anstrengend. Wenn du ein reicher Händler warst, war dein Geld plötzlich eine schwere Last. Wie transportierst du deinen Reichtum über einen ganzen Kontinent, ohne ausgeraubt zu werden? Wie bezahlst du ein Schiff, ohne einen Berg aus Metall mitzuschleppen? Die Antwort kam aus dem Osten. Sie war leicht, dünn und hat wieder alles verändert. Unsere Geschichte führt uns jetzt ins alte China. Vor über 1000 Jahren war China ein super lebendiger Ort. Händler kauften und verkauften Seide und Tee, sie benutzten Münzen aus Eisen oder Kupfer, aber Eisen war schwer. Wenn du etwas Großes kaufen wolltest, brauchtest du einen Wagen nur für dein Geld. Eines Tages hatten Händler eine richtig clevere Idee, sie wollten das schwere Geld nicht mehr tragen, also ließen sie ihre Münzen bei jemandem, dem sie vertrauten, und bekamen dafür ein Stück Papier. Dieses Papier war eine Art Quittung, darauf stand, dein Geld ist bei mir, bring dieses Papier zurück und du bekommst es wieder. Nach kurzer Zeit merkten die Händler etwas Wichtiges, sie mussten gar nicht zurückgehen, um ihr Geld zu holen. Sie konnten einfach das Papier weitergeben und damit etwas kaufen, das Papier war viel leichter als Eisen und die andere Person akzeptierte es, weil sie wusste, dass sie jederzeit die Münzen dafür bekommen konnte, so wurde das Papiergeld geboren. Es war nicht der Reichtum selbst, es war ein Versprechen auf Reichtum. Im 13. Jahrhundert reiste ein Mann namens Marco Polo nach China, er war total überrascht, als er sah, dass die Menschen dort Papier als Geld benutzen, in Europa nutzten alle noch Gold und Silber. Er sagte zu seinen Freunden, der Kaiser macht Geld aus Baumrinde, am Anfang glaubten ihm die Europäer nicht, für sie war Papier einfach nur Papier, wie konnte das wertvoll sein, aber langsam verbreitete sich die Idee, im 17. Jahrhundert begannen auch Banken in Europa damit. Du hast dein Gold abgegeben und dafür einen Geldschein bekommen, dieser Schein war ein Versprechen, die Bank versprach dir, du bekommst dein Gold zurück, wann immer du willst, deshalb nennt man sie auch Banknoten, das waren wortwörtlich Zettel von der Bank. Lange Zeit war Papiergeld sogenanntes vertretendes Geld, das heißt, es stand für echtes Gold oder Silber, das sicher in einem Tresor lag, das hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft richtig schnell wachsen konnte, du konntest Papiergeld per Brief über das Meer schicken. Du konntest große Unternehmen aufbauen, aber es gab ein neues Risiko. Was, wenn die Bank das Gold gar nicht wirklich hat? Vertrauen wurde wichtiger als je zuvor. Wenn die Menschen das Vertrauen verloren haben, war das Papier plötzlich nichts mehr wert. Und genau daraus entstand das System, das wir heute kennen. Es führte zur Zeit großer Banken und zum globalen Handel. Mit der Verbreitung von Papiergeld entstand auch ein neuer Beruf, Banken. Am Anfang waren Banken einfach Orte, wo du dein Geld sicher aufbewahren konntest. Mit dicken Türen und riesigen Schlössern, aber die Banker merkten schnell etwas Interessantes, die meisten Leute kamen nicht gleichzeitig, um ihr Gold abzuholen, das Gold lag einfach nur im Tresor, also dachten sie, was, wenn wir einen Teil davon verleihen? Sie begannen, Geld an Menschen zu verleihen, die ein Geschäft starten oder ein Haus bauen wollten, und wer sich Geld lieh, musste nicht nur zurückzahlen, sondern auch ein bisschen extra. Dieses Extra nennt man Zinsen, das war eine ziemlich starke Idee. Geld liegt nicht einfach rum, es bewegt sich, es arbeitet und es hilft der Welt zu wachsen. Stell dir einen jungen Bauern vor, der einen Traktor braucht, er hat nicht genug Geld, also geht er zur Bank, die Bank leiht ihm Geld, er kauft den Traktor.
Er produziert mehr Lebensmittel, er verkauft sie und verdient mehr Geld, dann zahlt er die Bank zurück, alle gewinnen, die Bank verdient an den Zinsen, der Bauer hat ein besseres Leben, so funktionieren moderne Wirtschaften. Banken sind wie das Herz der Welt. Sie pumpen Geld dorthin, wo es gebraucht wird, aber Banking brachte auch neue Ängste mit sich. Wenn eine Bank zu viel Geld verleiht und es nicht zurückzahlen kann, geraten die Menschen in Panik. Das ist in der Geschichte oft passiert. Die Leute rennen zur Bank, um ihr Geld abzuheben, das nennt man einen Bankerun. Um das zu verhindern, haben Staaten sogenannte Zentralbanken gegründet. Das sind große Banken, die alle anderen Banken überwachen. Sie sorgen dafür, dass das System stabil bleibt, dass das Feuer der Wirtschaft nicht ausgeht. Banken machten es möglich, für die Zukunft zu sparen. Du konntest dein Geld zur Seite legen und zusehen, wie es wächst. Das gab den Menschen Sicherheit und machte den Traum von einem besseren Leben für viel mehr Menschen möglich. Heute nehmen wir Banken als selbstverständlich hin. Wir benutzen unsere Karten, ohne groß nachzudenken, aber hinter jeder Zahlung steckt eine lange Geschichte von Vertrauen und Wachstum, und lange Zeit basierte dieses Vertrauen auf einem ganz besonderen Metall, Gold. Über Hunderte von Jahren folgte die Welt einer Regel, dem Goldstandard. Das bedeutete, dass fast jedes Papiergeld an Gold gebunden war. Wenn du einen 5-Dollar-Schein hattest, konntest du ihn theoretisch gegen echtes Gold eintauschen. Gold war der König des Geldes. Warum? Weil Gold selten ist. Man kann es nicht einfach drucken, man muss es aus der Erde holen. Das machte Geld ziemlich stabil. Preise änderten sich nicht ständig. Wenn ein Brot im Jahr 1850 ein paar Cent kostete, hat es 1880 wahrscheinlich ähnlich viel gekostet. Die Menschen hatten Vertrauen, dass ihr Geld seinen Wert behält. Im 19. Jahrhundert half der Goldstandard, den weltweiten Handel zu verbinden, egal ob in London, New York oder Tokio. Alle waren sich über den Wert von Gold einig. Das war sozusagen das goldene Zeitalter des Handels, aber der Goldstandard hatte auch ein großes Problem. Die Geldmenge hing davon ab, wie viel Gold es gab. Die Wirtschaft konnte also nicht schneller wachsen als die Goldmenge, wenn ein Land mehr Geld brauchte, zum Beispiel für Straßen oder Schulen, aber kein zusätzliches Gold hatte, steckte es fest. Manchmal gab es einfach nicht genug Geld für alle. Das führte zu Problemen für Bauern und Arbeiter, und in Kriegszeiten wurde es noch schwieriger. Wenn ein großer Krieg ausbrach, brauchten Länder sehr schnell sehr viel Geld. Sie konnten nicht warten, bis neues Gold gefunden wird. Während des Ersten Weltkriegs hörten viele Länder auf, den Goldstandard zu nutzen. Sie mussten mehr Geld drucken, um den Krieg zu finanzieren. Nach dem Krieg versuchten sie zurückzugehen, aber das war schwierig. Die Welt veränderte sich zu schnell. Dann kam in den 1930ern die große Depression. Die Menschen waren arm, Banken gingen pleite. Die Regierungen merkten, sie brauchen mehr Kontrolle über das Geld. Sie mussten Geld bewegen können, um den Menschen zu helfen. Langsam entfernte sich die Welt vom Gold, und 1971 wurde die letzte große Verbindung zwischen dem US-Dollar und Gold gekappt. Damit war der Goldstandard Geschichte. Viele Menschen waren damals ziemlich besorgt. Wenn unser Geld nicht durch Gold gedeckt ist, welchen Wert hat es dann? Das haben sich viele gefragt. Eine ziemlich beängstigende Frage. Die Antwort ist eigentlich das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben: Vertrauen. Nachdem wir den Goldstandard verlassen haben, sind wir in die Welt des Fiat-Geldes eingetreten. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Fiat ist ein lateinisches Wort und bedeutet so viel wie es soll so sein. Fiat-Geld ist Geld, weil der Staat sagt, dass es Geld ist. Es ist nicht durch Gold gedeckt, nicht durch Silber, sondern nur durch das Vertrauen der Menschen in ihr Land. Du denkst jetzt vielleicht, das klingt wie Magie, und ja, ein bisschen schon, aber eher wie gut organisierte Magie. Zentralbanken, wie zum Beispiel die Federal Reserve in den USA, kümmern sich darum. Sie versuchen, den Wert des Geldes stabil zu halten. Sie wollen nicht, dass Preise zu schnell steigen. Das nennt man Inflation. Wenn es zu viel Geld gibt, werden Dinge teurer und dein Geld kann weniger kaufen. Warum benutzen wir also Fiat-Geld? Warum nicht einfach beim Gold bleiben? Ganz einfach: Flexibilität. Mit Papiergeld können Regierungen eingreifen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Wenn niemand etwas kauft, können Banken Kredite leichter machen. Das motiviert Menschen zu konsumieren und Unternehmen zu wachsen. Es gibt uns mehr Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Heute ist fast alles Geld auf der Welt Fiat-Geld. Wenn du einen Geldschein anschaust, siehst du ein Gesicht und ein paar Zahlen. Er ist wertvoll,
weil wir alle uns darauf geeinigt haben, dass er wertvoll ist. Wir akzeptieren ihn für Steuern, für Einkäufe, für alles. Das ist wie ein riesiger stiller Vertrag zwischen uns allen. Wir vertrauen darauf, dass wir heute dafür arbeiten können und es morgen immer noch nutzen können. Unser ganzes System basiert darauf, aber selbst Papier verschwindet langsam. Hast du das bemerkt? Wir benutzen immer weniger Bargeld. Wir gehen in eine neue Ära, in der Geld etwas ist, das man gar nicht mehr anfassen kann. Willkommen im digitalen Zeitalter. Geld wird zu Daten, zu Licht, das durch Kabel fließt, zu Einsen und Nullen im Computer. Denk mal nach. Wann hast du das letzte Mal etwas gekauft, mit einer Münze, mit Bargeld oder mit Karte oder Handy? In den letzten 50 Jahren hat sich Geld mehr verändert als in den 1000 Jahren davor. Zuerst kamen Kreditkarten. Plötzlich brauchtest du kein Bargeld mehr in der Tasche. Jetzt kaufen, später zahlen, dann kam das Internet und das hat alles verändert. Geld bewegt sich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Du kannst jemandem am anderen Ende der Welt in Sekunden Geld schicken. Du musst nicht mehr zur Bank gehen, die Bank ist in deiner Tasche, als App auf deinem Handy und das Verrückte ist, das meiste Geld existiert heute nicht mal als Münze oder Schein, es ist einfach nur eine Zahl in einem digitalen System. Wenn du dein Gehalt bekommst, bekommst du keinen Sack Gold, dein Arbeitgeber schickt ein digitales Signal, deine Zahl steigt, wenn du einen Kaffee kaufst, sinkt sie wieder, super praktisch, super schnell, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Geld ist unsichtbar geworden und jetzt kommt noch etwas Neues dazu. Hast du schon von Bitcoin oder Kryptowährungen gehört? Das sind spezielle digitale Geldformen, sie gehören keiner Regierung und keiner Bank, sie basieren auf einer Technologie namens Blockchain. Das ist wie ein öffentliches digitales Buch, das jeder sehen kann, aber niemand einfach manipulieren kann, eine neue Art, Vertrauen zu schaffen, ohne zentrale Kontrolle. Manche sagen, das ist die Zukunft des Geldes, dass es die Welt offener macht. Andere sagen, viel zu riskant, egal, wer recht hat, eins ist klar, unsere Vorstellung von Geld verändert sich wieder, wir gehen weg von physischen Dingen und hin zur Cloud. Früher haben wir Königen und Gold vertraut, heute vertrauen wir Mathematik und Code. Ganz schön verrückt, wenn man drüber nachdenkt, heute Abend sind wir echt weit gekommen, oder wir haben am Feuer angefangen mit Äpfeln und Decken, dann kamen Muscheln, Münzen und Papiergeld. Wir haben Banken gesehen, den Glanz des Goldstandards und jetzt leben wir in einer Welt aus digitalen Signalen und unsichtbarem Geld. Und was kommt als nächstes? Wie geht die Geschichte weiter? Manche glauben, dass Bargeld komplett verschwinden wird, alles wird digital. Das macht vieles einfacher, aber wirft auch Fragen auf, wenn jede Ausgabe verfolgt wird, was bedeutet das für deine Freiheit? Andere glauben, Geld wird noch persönlicher, vielleicht haben wir in Zukunft verschiedene Geldarten für verschiedene Dinge. Oder vielleicht verändert sich komplett, was wir überhaupt als wertvoll sehen. Denk an Likes auf Social Media oder Punkte in Spielen, vielleicht ist das eines Tages auch eine Art Geld. Die Grenzen zwischen digitalem Leben und Geld verschwimmen immer mehr. Aber bei all diesen Veränderungen bleibt eine Sache gleich, Geld ist nicht wirklich Metall, Papier oder Code, Geld ist eine menschliche Geschichte, eine Geschichte darüber, wie wir zusammenarbeiten, ein Werkzeug, das wir erfunden haben, um uns gegenseitig zu helfen. Es erlaubt uns, unsere Zeit und Fähigkeiten mit fremden Menschen zu tauschen. Es ist unsere Art zu sagen, ich schätze deine Arbeit, wenn du das nächste Mal Geld siehst, egal ob Münze oder Zahl auf dem Bildschirm, denk an die Menschen dahinter, an den Bauern, den Bäcker, den Lehrer, den Arzt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen und den Kanal zu abonnieren.